Hallo zusammen und herzlich willkommen bei The British Pint. Mein Name ist Christoph und heute wollen wir zusammen mal erkunden, wie man ein Best Bitter braut. Anlass ist der BJCP-Wettbewerb der deutschen Habicon, die im März 2025 stattfindet. Und dafür soll man ein Best Bitter nach BJCP-Regeln brauen. Und das ist ein bisschen tricky, denn zum einen ist der Bierstil Best Bitter nicht so deutlich bekannt in Deutschland, wie ich das gerne hätte. Und zum anderen ist es natürlich immer ein bisschen schwierig, die BJCP-Regeln da genau einzuordnen. Deswegen können wir da heute ein bisschen drüber sprechen. Erstmal geht es darum, was ein Best Bitter ist. In England ist es das klassische Pub Ale, das man überall trinkt. Ungefähr so im Stellenwert wie in Deutschland das Pils oder so ein bisschen mittlerweile auch das Helles. Bei uns hat das einen Alkoholgehalt von ungefähr 5%, in England deutlich weniger. Hauptsächlich liegt das an den Weltkriegen, in denen die Stammwürze immer weiter runtergegangen sind. Deswegen sind wir da in einem Bereich von 3,6 bis 4,2% historisch. Zu BJCP komme ich gleich noch. Damit das bei der geringen Stammwürze trotzdem noch voll schmeckt, wird mit mehr Spezialmalzen gearbeitet und es wird auf eine besondere Balance geachtet von allen drei Geschmackskomponenten. Also nicht nur wie in Deutschland üblich Malz und Hopfen, sondern auch die Hefe bringt viel rein und dadurch unterscheidet es sich deutlich von zum Beispiel einem fränkischen Lager, was ja auch besonders gut trinkbar und angenehm ist und trotzdem viel Geschmackserlebnis bietet. Industriepilz möchten wir mal an dieser Stelle ausklammern. Es gibt in England noch eine zweite Klasse, das ist die, die etwas darüber angesetzt ist vom Alkoholgehalt. Das sind die ehemals sogenannten Special Bitters. Dazu gehören die Biere mit einem Alkoholgehalt von 4,3 bis ungefähr 4,9% Alkohol, 4,8% Alkohol. Die werden von der BJCP zusammengeschlossen, Special Bitter und Best Bitter, zu der Best Bitter Klasse. Und dann werden an den Ecken noch ein bisschen was weggeschnitten. Wir kommen auf einen Alkoholgehalt nach BJCP von 3,8 bis 4,6%. Das muss man wissen, das ist eine sehr große Spannweite für britische Brauereien. Britische Brauereien haben typischerweise einen Bitter, ein Special Bitter, was heutzutage alles Ale heißt, also meistens von den Brauereien Amber Ale oder Special Ale oder einfach nur Ale genannt. Und daran erkennt man, dass das Premium-Produkt ist. Und dann gibt es bei einigen Brauereien noch das oben drüber, das Extra Special Bitter und andere Brauereien. Und die sind normalerweise sehr nah beieinander gestaffelt. Aber mit der BJCP-Streuung muss man sich jetzt entscheiden, wie will ich mein Best Bitter brauen. Und ich würde empfehlen, auf 4,0 bis 4,2% zu zielen. Wenn man Flaschengiro macht, kommt hier noch ein bisschen Alkohol dazu, dass man so ungefähr in der Mitte ist. Wäre jetzt meine Idee. Wer sich sehr gut mit dem Thema auskennt, kann natürlich auch überlegen, er macht jetzt ein extra mildes Bitter und guckt, dass das perfekt ausbalanciert ist. Oder er macht ein extra starkes und schaut, dass da die Intensität zum Vorschein kommt. Die wichtigste Zutat, wenn wir durch die 4 Zutaten, die typischerweise in Bieren drin sind, durchgehen, ist, ich möchte wirklich nicht mit dem Malz anfangen, sondern es ist die Hefe. Ihr müsst euch als erstes überlegen, welche Hefe ihr nehmt, denn damit legt ihr fest, wie ihr das Bier aufzieht. Trockenhefen, das muss ich ganz ehrlich sagen, kann ich aus dem gleichen Grund hier nicht empfehlen, wie man das auch bei Weizenbieren nicht empfiehlt, nämlich die Aromaausbildung ist einfach deutlich schwächer als bei Flüssighefen und das liegt am Trocknungsprozess, ist also ein Teil des Prozesses wirklich. Trockenhefen des gleichen Stammes erzeugen immer weniger Aromen als die Flüssighefe. Ein gutes Beispiel dafür ist die S04. Die ist als Trockenhefe eine sehr, nicht neutrale, aber sehr ausbalancierte Hefe. Die gibt ein ganz leicht bisschen Aroma. Der gleiche Stamm, die Whitbread Dry Hefe, White Labs 007 zum Beispiel, gibt viel mehr Aroma und teilweise richtig Orangenmarmelade. Da kann man also viel mehr rausholen. Wer trotzdem unbedingt mit Trockenhefe arbeiten möchte, kann die S04 benutzen. Die ist gut als britische Hefe geeignet. Die gibt den richtigen Charakter, es ist halt nur sehr verhalten. Dann müsst ihr gucken, wie ihr da am meisten rauskitzelt. Oder ihr traut euch halt diese Balance, die eigentlich perfekt ausbalanciert sein soll zwischen den 3 Komponenten Hefe, Malz und Hopfen, ein bisschen mehr Richtung Malz und Hopfen zu verschieben. Aber es kann dann halt schon nicht mehr passend schmecken. Was aromatisch richtig gut ist, ist die Lallemand Verdant. Die liefert genau die Menge an Aroma, die man braucht. Das Problem ist nur, die braucht sehr lange, um Maltotriose zu verdauen. Das heißt, die hat eine sehr langsame Gärung und die sedimentiert nicht so super. Das sind beides Dinge, die mich davon abhalten würden, die in etwas zu verwenden, was nachher da einen Preis gewinnen soll. Denn wenn wir da bei der Sedimentationseigenschaft sind, dann sind wir sofort auch beim optischen Äußeren. Das bringt nicht so viele Punkte bei BJCP, aber es soll halt eben schaumstabil und klar sein. Das ist schon echt wichtig. Und die Farbe ist auch ziemlich genau auf 25 EBC festgelegt. Es gibt zwar hellere Bitter im Norden Englands, aber die sind selten und vor allem in der Wahrnehmung in Deutschland würde ich da nicht drauf setzen, dass das so klar ist. Natürlich kann man auch auf 10 EBC, 15 EBC oder sowas gehen. Ich würde aber, wenn ich ein Bitter einfach so braue, auf jeden Fall auf 25 EBC gehen. Auch Biere, die keinen Karamellmalz enthalten, sind oft so eingefärbt, dass 25 EBC getroffen werden. Zum Beispiel das Belhaven Best aus Schottland, was ja auch im Norden liegt. Wenn wir jetzt zum Malz gehen,
Dann brauchen wir ein gutes Basismalz und das sollte immer Pale Ale Malz sein, nie Pilsener Malz. Der Geschmack ist einfach völlig anders. Bitte auch unter keinen Umständen Pilsener Malz und Münchner Malz mischen. Dann stimmt die Farbe zwar, als wäre es Pale Ale Malz, aber der Geschmack ist völlig anders. Wo das Pale Ale Malz herkommt, das ist gar nicht so wichtig. Auch in Deutschland machen die gutes Pale Ale Malz, Weyermann, Westmalz, wie sie alle heißen. Irex habe ich, glaube ich, zuletzt verwendet, weil es das in einem Shop gab. Kann man alles verwenden. Britisches Pale Ale Malz, teilweise ein klein bisschen keksiger, aber der Unterschied ist minimal, wenn man das mit Pilsener Malz vergleichen würde, was wirklich ganz anders schmeckt. Dann gibt es die zwei historischen Gerstensorten, Mary's Otter und Golden Promise. Die ganz ausgefallen lassen wir mal zur Seite. Mary's Otter ist intensiv malzig, es schmeckt auch süß-malzig, erinnert immer so ein bisschen an Malzbier von der Intensität. Kann man machen, auch bei besonders niedrigen, also zum Beispiel wenn ihr 3,8% Alkohol nehmen wollen würdet, würde ich Mary's Otter empfehlen. Mir wird es aber auch schnell zu viel. Also bei 4,6% wäre ich da schon vorsichtig, vor allem wenn dann noch Karamellmalz hinzukommt. Golden Promise ist mein absolutes Lieblingsmalz. Das macht einen viel weniger süß-malzlichen und einen viel mehr keksigen Eindruck. Und keksig ist halt eigentlich genau das, wo man hin möchte. Die Amerikaner sagen immer so schön, das Biscuity Impression. Das ist das, was man da bei BJCP auch liest. Und auf den Golden Promise kann man viel einfacher dann mit Spezialmalzen drauf aufbauen. Die Spezialmalze, da würde ich gar nichts Kompliziertes machen. Auf jeden Fall ein britisches Karamellmalz. Die erzeugen viel mehr Aroma. Der Geschmack ist noch halbwegs gleich bei kontinentaleuropäischen und britischen Karamellmalzen. Aber wenn der Geruch intensiv karamellig sein soll, braucht ihr britisches Karamellmalz. Und dann nimmt man einfach das Crystal 150. Das gibt es zurzeit in Deutschland entweder von Warminster bei braumischung.de oder von Chris bei amihopfen.de. Alles andere kenne ich nicht, aber vielleicht gibt es noch woanders das gleiche. Bei Crisp heißt das Light Crystal, das ist so ein bisschen irritierend benannt. Und das liefert einfach so diesen klassischen, intensiv karamelligen Geschmack. Crisp ist ein Ticken karamelliger, ein rein karamelliger als Warminster, was etwas komplexer ist. Da könnt ihr euch also ein bisschen feintunen. Ihr könnt überlegen, wie viel ihr davon benutzen wollt. Von 0% bis 7% ist alles drin. Ich würde beim ersten Versuch mit 5% anfangen, das ist eine gute Basis. Und dann müsst ihr die Farbe noch nachtunen, dann könnt ihr noch bis zu 1% Röstmalz in der Schüttung verwenden. Wahrscheinlich reichen so 0,5% oder irgend so ein kleiner Wert. Und die Farbe ist perfekt auf 25 EWC. Guckt bei der Farbe, dass ihr einen vernünftigen Rechner nehmt. Maische Malz und Meer ist ein guter Farbrechner. Kleiner Brauhelfer ist ein guter Farbrechner. Alles andere könnt ihr vergessen. Bitte kein Brewfather, Brewer Smith, Brewer's Friend. Die Farbrechner sind alle aus den 90ern und liefern teilweise die Hälfte der Zahl zu dem, was im Bier nachher ist. Das wollen wir nicht. Okay. Dann kommen wir noch als extra Sache zu den Nicht-Malz-Zusätzen, Adjuncts im Englischen und Sugars. Also wir haben die Möglichkeit, die Schornsteinstabilität zu verbessern mit Torrefied Wheat. Das ist ein sehr einfaches, leicht süßlich, sahnig schmeckender, das sind gepuffte Weizenkörner. Die könnt ihr also einfach Weizenkörner 10 Minuten bei 190 Grad im Backofen. Dann habt ihr das fertig, könnt ihr selber machen. Ansonsten Gerstenflocken, Weizenflocken, auch Weizenmalz ist in Ordnung, wenn ihr einfach da so ein paar Prozent zufügt, um die Schaumstabilität zu verbessern. Denn die Schaumstabilität ist wirklich wichtig. Es ist nur nicht wichtig, dass viel Schaum erzeugt wird. Das ist der Unterschied zu Deutschland. Und dann gibt es die Möglichkeit, das ist insbesondere historisch interessant, aber auch heutzutage wird das noch oft gemacht, indem ihr Invertzucker dazufügt. Ich bin mir aber nicht sicher, ob die deutschen Judges das so klar erkennen, was da Sache ist, und würde deswegen davon eher abraten. Man kann es aber machen. Genau, dann kommen wir zu den Hopfen. Ihr möchtet ja eine gute Balance haben und da ist es wichtig, dass ihr keine aggressiven, sehr deutlichen Hopfen nehmt. Also weder sollen sie scharf auf der Zunge sein oder irgendwie unangenehme Bittere hinterlassen, noch intensiv zitrusig oder tropisch sein. Das passt nicht zum Stil. Ihr müsst nicht unbedingt einen britischen Hopfen nehmen. Es gibt auch deutsche Hopfen, die in vieler Hinsicht sinnvoll sind. Es gibt auch weniger amerikanische, die passen. Zum Beispiel Willamette ist ja ein Fackel, der in Amerika gewachsen ist. Völlig in Ordnung. Welche Sorten wir nehmen sollten, ist entweder der Klassiker East Kent Golding. Fagel ist auch in Ordnung. Wir gehen jetzt erstmal Aromahopfen durch. Dann gibt es noch ganz viele, die einfach so ein mittelintensives Aroma machen. Brandon Cross mit der Johannisbeere. Oder wenn es würziger sein soll, als Aroma auch Challenger oder Northdown. Da gibt es verschiedene Nuancen. Da müsst ihr euch einlesen, was die für Aromen bringen. East Kent Golding bringt sehr komplexe Aromen, je nachdem, wann man den gibt. Im Whirlpool ist er ein bisschen heftiger als in anderen Situationen. Und da ist es einfach nur wichtig, dass ihr es nicht übertreibt. Also ich würde zum Beispiel bei East Kent Golding 0,5 Gramm pro Liter in den letzten 10 Minuten reinmachen. Reicht völlig. Keine andere Aromagabe für ein Best Bitter, völliger Standard. Ihr könnt aber in seltenen Fällen, vor allem wenn es das intensivere in dem Alkoholgehaltsspektrum sein soll, mit einer Whirlpool-Gabe arbeiten. Es gibt auch ganz wenige Beispiele, die sind Hopfen gestopft, aber auch da würde ich sehr vorsichtig sein. Da ist es zum Beispiel typisch, dass man den Hopfen ganz am Anfang gibt.
also mit der Hefe zusammen beim Anstellen, damit sich einfach nicht zu viel von dem Aroma hält, aber das dafür besonders rund wird, weil die Biotransformation voll reinschlagen kann. Es gibt moderne Hopfen aus England, Harlequin, Jester, Olecana und wie sie alle heißen. Da müsst ihr auch ein bisschen gucken, was verfügbar ist. Aber es ist völlig in Ordnung, wenn ihr East Kent Golding oder Fuggle nehmt, weil die sind überall erhältlich. Fuggle ist deutlich dezenter als East Kent Golding. Es gibt eine Brauerei in London, die haut 4 Gramm pro Liter Fuggle. Ich glaube, es ist ein Whirlpool oder in den letzten 5 Minuten. Auf jeden Fall 4 Gramm pro Liter ist natürlich sehr viel. Das bewirkt dann, dass man es in der Menge erst als richtig wahrnehmbares Hopfenaroma hat. Fuggle ist wirklich sehr dezent. Und da kriegt man dann so ein bisschen Orange in der Nase, ein bisschen Pfefferminze im Geschmack. Das ist noch völlig akzeptabel. Das liegt dann aber am Hopfen, dass man da so viel nehmen kann. Bei East Kent Golding würde ich niemals 4 Gramm pro Liter in ein Westbitter packen. Ich empfehle euch sowieso immer erst einen Test zu machen und nicht auf gut Glück am Wettbewerb teilzunehmen, aber wenn ihr Erfahrung habt, macht es ruhig. Ich werde tatsächlich 3 Sude bis dahin machen und wahrscheinlich ist der dritte dann der Beitragssud. Ja, als Bitterung einfach Challenger, völlig neutraler Bitterhopfen, der eine angenehme, runde Bitterkeit einbringt. Es gibt aber auch modernere Bitterhopfen, die ihr nehmen könnt, solange das nicht scharf ist. Es gibt englische Bitterhopfen, die eine harsche Bittere reinbringen, zum Beispiel Target und First Gold. Müsst ihr aufpassen. Wenn das Bier sehr süß ist, dann passt das. Wenn das Bier trocken wird, dann passt das ganz schnell nicht mehr und die Balance ist verschoben. Ja, und damit seid ihr eigentlich schon gut dabei. Mehr muss man über Hopfen nicht wissen. Und dann sind wir schon beim letzten Beitrag und das ist das Wasser. Und da würde ich wirklich einfach nur das Wasserprofil als Murphy Sun empfiehlt nehmen. Das sind 170 ppm Calcium, das ist aber nur so ein Richtwert, weil es geht ja darum, was kriegt ihr für Calcium raus, wenn ihr den Rest anpasst. Magnesium 15 ist auch nur ungefähr. Wichtig ist HCO3 25 oder gerne auch weniger ppm. Das hat einfach damit zu tun, dass man bei dem Bierstil keinen Kalk im Wasser haben möchte, der eine unangenehme Bittere erzeugt. Und dann 200 ppm Chlorid, 400 ppm Sulfat. Beides ist ein hoher Wert. Es soll dafür sorgen, dass bei niedrigen Alkoholgehalten immer noch eine hohe Geschmacksintensität da ist. Es geht auch nicht um das Verhältnis, da kann man jetzt sagen 2:1, okay, es ist bitter, aber das Verhältnis, finde ich, ist nicht aussagekräftig. Wichtig ist viel Sulfat, weil es ist ein Bitter. Das darf ruhig 25 bis 30 IBU, manchmal auch ein bisschen mehr haben. Wenn ihr nur mit East Kent Golding oder Fuggle bittert, dann wird die Bittere viel runder, wegen der vielen Grasanteile, die ihr damit reinfügt, weil ihr mehr davon im Hopfen braucht. Und dann kann es schon sein, dass es auch mit 35 oder 40 sich noch angenehm anfühlt. Ja. Timothy Taylor braut das Landlord, was auch in die Ale-Kategorie als Pale Ale gilt, also ein bisschen höher vom Alkoholgehalt, ich glaube 4,3%. Das brauen die mit einer Whirlpool-Gabe und das brauen die nur mit East Kent Golding und Fuggle in der Bittere und das hat 45 IBU. Genau. Dann haben wir das Wasserprofil. Das kann aber für euch schwierig sein, mit diesem Wasserprofil einen guten Maische-pH-Wert zu treffen. Insbesondere, wenn ihr viel Karamellmalz einsetzt. Und dann müsst ihr einfach nur wissen, dass das nur das fertige Profil für den Geschmack sein soll. Das müsst ihr nicht im Maischewasser haben. Das heißt, ihr könnt die Hälfte vom Calciumchlorid, die Hälfte vom Calciumsulfat einfach beim Kochen hinzufügen. Solange vorher der Maische-pH-Wert in Ordnung war, ist das in Ordnung. Dann maischt ihr bei euren 5,5 oder 5,6, das ist genau die Mitte zwischen den beiden Amylasen, ein. Kombirast 67 Grad, 66 Grad ist das trockenste. Dann kann man auch eine Hefe verwenden, die Maltodextrose nicht vergärt. Ich würde es aber tatsächlich nicht machen. Ich benutze immer gerne die White Labs 007, die ist richtig schön angenehm. Und wenn ihr euch dann überlegen wollt, welche Hefe ihr als Basis habt, könnt ihr euch dann darauf konzentrieren, dass ihr ein Aroma nehmt, was richtig gut ist. Ich habe, glaube ich, eine Liste vorbereitet, die ihr sehen solltet, dass wirklich vielfältige Aromen aus Flüssighefen zu kriegen sind. Es gibt alles Mögliche von Fruchtaromen wie Orange oder was waren die anderen Sachen? Pfirsich, Aprikose, bis hin zu Lakritz und Karamell, die ihr aus der Hefe kriegen könnt. Dann könnt ihr auch ein Bier ohne Karamellmalz machen. Nehmt die Hefe und schon ist es karamelliger. Nehmt einen deutlicheren Hopfen, schon ist es fruchtiger. Dann könnt ihr damit das ausbalancieren. Alles ist möglich. Also schaut euch an, was ihr da macht. Wichtig ist, ich würde für Klarheit unbedingt eine Hefe empfehlen, die stark sedimentiert, White Labs 007. Die West Yorkshire ist einer meiner Favoriten, Wyeast 1469. Und die ist auch sehr temperaturverträglich, deswegen steht sie oben in der Liste. Und sehr viel kritischer, was Temperatur angeht, ist Fullers. Zum Beispiel Wyeast 1968 müsste das sein. Und die Fullers zum Beispiel fuselt über 20 Grad sehr stark. Das heißt, da müsst ihr wirklich aufpassen mit der entsprechenden Kontrolle eurer Gärung. Und ich, der gerne ohne Temperaturkontrolle arbeitet, außer ich habe wirklich Glück und habe jemanden, der da eine kontrollierte Steuerung hat, oder ich habe wirklich einen sehr kalten Raum, wo ich das hinkriege, ich würde die Fullers Hefe nicht benutzen. Anstellrate von 0,75 Millionen pro Milliliter pro Grad Plato. Damit seid ihr in einem
Bereich, der noch ein bisschen weniger intensiv ist als zum Beispiel Weizenbier oder ein Premium Bitter, aber schon sehr viel Hefearomen erzeugt. Und es ist wichtig, dass ihr da auch viel von habt, damit das Ganze rund wird. Und das schmeckt man nachher auch. Also ein Bier mit 3,8% schmeckt wässrig, solange die Hefe nicht ihr Volles gibt. Und das ist wichtig an der Stelle. Ja, damit sind wir eigentlich schon am Ende angelangt. Mit diesen Tipps könnt ihr das gut machen. Also ich würde wirklich 5% Crystal 150, die White Labs 007 und einfach Challengers Bitterhopfen East Kent Golding als Aromahopfen in den letzten 10 Minuten geben. Damit habt ihr euer perfektes Best Bitter. Und wenn ihr dann einen Wettbewerb gewinnen wollt, dann müsst ihr da einfach noch euren gewissen Twist reinbringen, damit das was Besonderes wird. Und schon seid ihr vorbereitet. Und ich hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn es wieder Bier zu brauen gibt. Bis dann.